Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Leider muss ich den Server-Start-Stream für IO2 ausfallen lassen, denn ja, ihr hört schon, meine Erkältung ist jetzt nicht unbedingt besser geworden. Ja, es kotzt mich wirklich selbst auch an. Ich muss unbedingt mal, weiß ich nicht, irgendwie was dagegen tun. Ich meine, ich tue schon was für mein Immunsystem. Ich gehe jeden Morgen kalt duschen, so, ne, jetzt seit, ich glaube, 4 Monaten oder so circa. Ja, keine Ahnung, was da irgendwie verkehrt läuft bei mir. So gegen Wind und Wetter bin ich nicht irgendwie anfällig großartig, aber sobald mir jemand ansatzweise mit einem leichten Husten über den Weg läuft, ja, dann sauge ich das förmlich in meinen Körper auf und dagegen muss ich irgendwie noch mehr Abwehrstoffe entwickeln. So kann es nicht weitergehen, ja. Es wirft mich überall zurück, bei YouTube, Sport, überall. Aber ich will euch nicht damit belasten. Ja, auf jeden Fall wollte ich euch sagen, der Stream fällt aus. Ich habe aber trotzdem einen Server-Start-Code für euch parat. Und zwar seht ihr den hier eingeblendet. Dorza EU2 lautet der. Ja, der ist einlösbar von heute bis zum 12.03. Ja, und ihr müsst unter Stufe 20 sein. Wenn ihr da drüber seid, könnt ihr ihn nicht mehr benutzen. Er gibt euch einen Lebenstrank, ein 50er Mount und 100 Lucky Coins. Ja, es sind leider keine Pilze dabei. Tut mir leid, überall wird gespart. Ja, das auf jeden Fall dazu. Dann wollte ich mich auf jeden Fall noch bei euch bedanken für das zahlreiche Feedback auf das Video gestern, auf meinen Creator Code. Dass ihr das so gut angenommen habt, auf jeden Fall. Ich habe da, ja, weiß ich nicht, ich gehe immer vom Schlimmsten aus. Ich habe da mit mehr Augeschmeißern gerechnet, sage ich mal, die mir das nicht gönnen, aber tatsächlich gönnt ihr mir das alle. Und das finde ich auf jeden Fall sehr cool von euch. Ja, Dankeschön, auf jeden Fall in die Richtung. Ich habe auch viele Bilder bekommen und viele Nachrichten, die gesagt haben, jo, ey, das ist auch eine coole Aktion, die du da machst. Wir laden jetzt über deinen Code auf, so ist für uns jetzt keine, ne, kostet uns nicht mehr, so, und bekommst halt einen Teil davon ab, bekommt nicht alles Playa, sondern ich auch einen Teil davon jetzt von eurem Einkauf und das ist halt, ja, eine coole Sache und wenn es noch einen guten Zweck erfüllt, ist halt umso geiler, ne? Genau, dann wollte ich euch noch zeigen, und zwar die neueste Neuigkeit. Ja, es gibt jetzt bei Steam, wer von euch bei Steam spielen sollte, Sammelkarten von Shakes and Fidget. Ja, die erlangt man wie jede andere Sammelkarte auch bei Steam, ich glaube über Erfolge, oder wenn die irgendwo im Shop angeboten werden, kann man sich die auch für ein paar Cent oder so kaufen. Ja, ich glaube, man kann die sich irgendwie auch erspielen oder so. Über Zeit bekommt man die. Ich zoome mal ein bisschen ran. Und ja, hier sieht man so ein paar Bosse aus Shakes and Fidget. Das ist ganz cool auf jeden Fall. Und die könnt ihr jetzt auch sammeln. Es gibt 15 Karten, erstmal von der Serie 1, also es kommen wahrscheinlich noch mehrere Serien dazu dann, die man collecten kann. Für die Jäger und Sammler unter euch auf Steam ist das, denke ich mal, eine ganz coole Sache. Die bekommt man ja halt auch so nebenbei, ansonsten kann man sich die, glaube ich, auch kaufen. Genau, hier gibt es noch ein paar Abzeichen auch über Steam, ja. Je nachdem, welche Stufe ihr halt dort erlangt habt, Held im Training, Abenteurer, Held, Bringer der Hoffnung, wo ist denn hier der Balken hier? Mythos, Stufe 5, ja, und hier unten die lebende Legende. Ja, das sind noch Folienabzeichen. Es gibt wahrscheinlich noch mehr Abzeichen, keine Ahnung, das sind jetzt erstmal so die ich gefunden habe. Und wollte ich euch auch mal zeigen, falls jemand von euch über Steam spielen sollte, dann kann man das Ganze dort auch collecten. Ne? Genau. Ansonsten, ja, wie gesagt, startet ja jetzt gerade EU2. Ich habe mir auf dem Account einen Berserker erstellt und wollte eigentlich ein bisschen, ja, zum Anfang des Servers ein bisschen reintrollen. Ne? Ich werde den auch noch im Nachhinein erstellen, so den Bersi, und werde mal schauen, was sich auf dem Server so machen lässt. Tryharden werde ich dort nicht. Ich nehme wieder so wie eigentlich immer jetzt in letzter Zeit die ersten paar Tage vom Serverstart mit und schaue, wie sich der Server wie immer so entwickelt, weil ich das halt hochspannend finde. Ne?
Was ich zum Beispiel auch nicht gedacht hätte, dass halt W50, ne, was ja auch so ein extrem kranker Server ist, ne, den ich ja auch immer empfehle, dass der einfach weniger Spieler hat als W51 so. Und W60 jetzt schon mehr Spieler als W50 hat. Also ich finde das sehr interessant zu sehen, wie sich der Server so entwickelt, wie stark der wird, wie aktiv der ist und das... Oha, was ist das denn? Ja, moine. Ja, nehme ich die mit jetzt, so ist die Frage. Ich meine, wir verzichten jetzt auf ein bisschen Jold, nicht? Boah, guckt euch mal, oh mein Gott. Digga, ich freue mich schon so hart auf den nächsten Legendary Dungeon, ne? 162 Durchschnittsschaden mehr auf einem normalen Epic. Und wir ziehen aus einem Leggy eine Leggy-Waffe. Also hoffe ich mal. So, das wird hoffentlich passieren. Digga, das wird ultra krass. Also ich freue mich so sehr, wenn ich mal eine neue Waffe bekomme, denn die mir dann auch zusagt. Ja, nehme ich die jetzt mit so für die Kristalle, Mimalle, oder lasse ich das sein hier? Ist halt die Frage, 10 Minuten Quest, ne? Was macht man jetzt? So, nimmt man 4 mal 2 Minuten 30, dann hat man 4 mal 16,5 oder nimmt man 1 mal 16,5, weniger Erfahrung wahrscheinlich dann auch insgesamt, plus aber dafür ein Epic, ne? Also die Kristalle. Ich sage euch, glaube ich, ehrlich, wir bekommen ja jetzt über den Elevator jetzt auch so viele Kristalle auch dazu, ne? Also Ressourcen. Und das scheppert schon ordentlich rein. Ich glaube, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Vor allen Dingen ist das halt ein Tauschgeschäft jetzt, ne? Was tauscht man? Tauscht man jetzt mehr Gold gegen Kristalle? Und ich sage euch, glaube ich, ehrlich, ich glaube, ich nehme die 2 Minuten 30 Quest. Werden von euch viele nicht verstehen. Ja, viele von euch würden safe das Epic nehmen, aber ihr seid vielleicht auch noch nicht so in diesem Bereich, wo ich bin. Ich sag mal, wenn ich jetzt Stufe 300 wäre, habe eine neue Waffe, die ist vielleicht schon ein paar Stufen alt, so, die hat auch ein paar Stat-Punkte mehr, so, dann nehme ich die safe mit, weil wann bekommt man da auch mal die nächste, ne? Aber ich sage euch, so wie es ist, die Skillpunkte sind wichtiger nachher als jetzt so ein paar Kristalle. Ne, sind ja temporäre Ressourcen, die man hier hat. Ich meine, die hat man dann auch irgendwann mal vielleicht früher oder später dauerhaft ausgerüstet, plus 20er. Ich habe ja auch schon ein bisschen was angespart, warte dann noch so auf den richtigen Moment. Ne? Ich will es noch nicht verballern. Ich halte mich noch ein bisschen da zurück, was das angeht. Und dann werde ich das Ganze auch mit Kusshand dann verbessern auf 20. Aber irgendwann hat man ja die Kristalle und Metalle alle erreicht, ne? Und Skillpunkte hast du halt nie irgendwann alle erreicht, weil du davon halt immer mehr brauchst, so, ne? Und deswegen sage ich immer, sind die Skillpunkte, die halt so temporär sind, so wie Kristalle für Verbesserung oder Steine, die man immer wieder rein und rausnehmen kann. Also das Equipment generell ist halt alles temporär. Was bleibt, sind die Basis-Stat-Punkte und deswegen konzentrieren sich da auch sehr viele, unter anderem ich auch eben auf diese Base-Stats, weil die halt wirklich mit am wichtigsten sind. Und deswegen, auch wenn es weh tut, lange Rede, gar keinen Sinn. Ja, es tut mir auch selbst ein bisschen weh, muss ich sagen, tatsächlich. Aber es ist, wie es ist. Also für mich ist es logischer, zu meinem Standpunkt, für meine jetzigen Verhältnisse diese Quest anzunehmen. Schreibt mir gerne mal, was ihr gemacht hättet so oder ob ihr das so ähnlich seht wie ich. Aber ich glaube, das ist der Way to go auf jeden Fall. So zumindest nach meiner Begründung so. Ne? Ja, ansonsten, ich habe alle Epics schon vom Valentinstag hier schon freigeschaltet. Ihr seht hier 100% haben wir hier. Da sind wir also auch wieder gut aufgestellt und ja, es geht voran. Ne? Dürfen wir uns natürlich hier nicht abhängen lassen hier irgendwie. Meine Konkurrenz natürlich auch schon auf den 100er% hier unterwegs. Deswegen muss man da natürlich zusehen, dass man hier Land gewinnt. Ne? Deswegen, ja, wurde das auf jeden Fall auch definitiv Zeit. Ja, Leute, ich werde euch auf jeden Fall mal was zeigen von EU2 die nächsten Tage. Ich habe noch ein paar Videos in der Pipeline und die ich noch gerne zeigen würde, aber momentan ist gerade wieder sehr viel. Ne? Aber ich beschwere mich nicht, ich freue mich, wenn immer ein bisschen was zum Zeigen da ist, weil es sonst immer sehr schwer ist, über lange Zeit
Content für das Game zu finden. Ihr wisst, wie es läuft. Ne? Gut, das war's soweit. Ich wünsche euch viel Spaß auf EU2, viel Spaß mit dem Code. Vielen lieben Dank an alle Leute, die den Creator-Code nutzen. Und schönes Wochenende wünsche ich euch. Haut rein und bis zum nächsten Mal.